32 Angler, 16 Boote, Richtig geil, Alter. 9 Nationen, 3 Zielfische, 2 Zonen Oh, das ist so böse, ey. und ein Pokal. Der YPC Boat 2023 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, dem B1 Boot Center, wir bauen dein Boot, und der Anglerschmiede, dein Online-Weg zum Angelschein. Finale! Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur vorletzten Folge des YPC Boat 2023 und damit zur ersten Hälfte des Finaltages. Bisher ging es für die Teams vor allem darum, die nächste Runde zu erreichen. Dabei war es für den weiteren Turnierverlauf eher unerheblich, mit welchem Ergebnis ihnen das gelang. Heute werden die Karten neu gemischt. Alles startet wieder bei Null und ab sofort ist jeder Punkt besonders wichtig. Denn nun geht es um den Pokal und die Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Den 4 Finalteams wurde vor Turnierbeginn von Seiten der Zuschauer unterschiedlich viel zugetraut. Letztlich haben es 2 Top-Favoriten und 2 Außenseiter bis ins Finale geschafft. Nach dem Ausscheiden von Abu Garcia, LMAB und Ilex bleiben aus den Top 5 Favoriten immerhin Nace und Westin übrig. CWC und Quantum hingegen hatten vor Turnierbeginn nur 0,6 bzw. 0,2% der Zuschauer als Champion auf dem Zettel. Gerade bei Quantum sprach der Turnierverlauf bisher allerdings eine ganz andere Sprache. Henry, Fies und Gerald Vierhaut gewannen nicht nur die Gruppe B, sie lieferten auch im Halbfinale die beste Performance ab und sollten spätestens jetzt als ernstzunehmender Anwärter auf den Pokal gehandelt werden. Titelverteidiger Team Nace wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Dustin Schöne und Felix Wegesser konnten nach dem Sieg in Gruppe A auch im Halbfinale vor allem mit sehr guten Barschfängen punkten. Team Westin zeigt bisher eine sehr ausgeglichene Leistung. Bisher ist bei ihnen keine Schwäche auszumachen. Für den ganz großen Wurf bräuchten Dietmar Isayasch und André Schmidt im Finale aber unbedingt mal 1 oder 2 Ausnahmefische, also zum Beispiel Hechte jenseits der Metermarke. CWC gelang genau das bisher von allen Teams am besten. Die Gruppe D gewannen sie unter anderem wegen 3 Meter Hechten sehr souverän. Im Halbfinale wurde es dann deutlich enger. Doch trotz Vorfachbruch und ohne Fullcard ging es für Stefan Trumstedt und Ebert Oostam dank des 4. und 5. Meterhechts ganz knapp eine Runde weiter. Der Modus ist heute derselbe wie im Halbfinale. Alle starten im Hollandsdieb. Es gibt keine Zonen. In 8 Stunden gilt es, 6 Fische in die Wertung zu bringen. Davon muss mindestens je ein Barsch, ein Zander und ein Hecht gefangen werden. Los geht's! Oh, bist du aufgeregt? Ja, aber das bin ich ja immer. Succes, Evert! Goed, tot later! Here we are in the final of the YouTube Predator Cup. We will go start with fishing our power hour pelagic for Zander. That's the idea. Don't say it too loud, then the other boats can hear it. Oh, I don't mind. Justin can't fish pelagic. Yeah, that's true. Wish us luck and drück uns die Daumen. So, gleich geht's los. Wir hoffen, das von gestern reproduzieren zu können. Also vom Halbfinale. Nur noch ein bisschen besser.
Wir werden sehen, ob es klappt. Der Plan steht. Go. Hau rein, Dicker. Hau einen raus oder zwei. Boah, bin ich nervös. Alle Teams entscheiden sich für eine vergleichsweise kurze Fahrt. Nace beginnt im Haringvliet, kurz hinter der Brücke, CWC an der Nordseite des Hollands Dieps, Quantum etwas östlich von Willemstad. Den weitesten Weg fährt Westin. Sie starten relativ zentral im HD. So, Dustin, let's go. Unser Plan, erstmal den Zander zu fangen, dann vielleicht einen Hecht und dann gehen wir wieder auf unsere geliebten Barsche. Mal gucken, ob das klappt. Geht direkt hinter. Hoffentlich. We are at the first spot and hopefully it's the big mama here. It's a deep hole, you have some shallow entrance, some weed and I can smell the big pike, yeah? We take it. Okay. Okay guys, final Catch with Care is in the final and we already gave you some big ones and we are in for more, so watch us. Okay, now we start. First cast, roll out, final episode. Wunderschönen guten Morgen, liebe YPC-Zuschauer hier vom Hollands Diep. Wir sind im Finale. Ja. Yay, wir haben es geschafft. Hart durchgekämpft, Mega viele geil. Fische gefangen. Ja. Und jetzt sind wir wieder, wie wird es anders sein, an unserer Lieblingstonne. Schnell einen Zander abgreifen und dann machen wir wieder. Die Barsche und die dicken Hechte hoffentlich. Bleibt dran. Let's catch the big ones today. Die Missionen sind also erstmal klar. CWC geht als einziges Team auf Hecht. Nace versucht per Wurfangeln einen Zander zu fangen, während Westin und Quantum sofort ihre Power Hour nehmen und pelagisch auf Zander fischen. We use Garmin PS30 and additionally a live scope. So we basically search the fish with this one, and if we are on top of it, we use the live scope to drop it precisely for the sender. Hopefully it worked as it was in the previous days. The pelagic set, baby sender. The color is baby sender with the 80 grams jig head. With the nice trebles on it from Quantum, the special design for the pelagic fishing. And then fished with an Acorist S3 reel with a heavy vertical rod, the Smoke S3. And Henry has the same setup with an apple seed. This was our lucky lure from the previous days. Yeah, it was really good color. But we always have 2 rods prepared because then we can go for action if it's necessary. Then we can switch really easily. Let's go. The wind is not that bad. We expected a little bit worse. Fish is coming. It's coming. And don't grab it. But at least it was already interested. So let's find another one. Hier ist schön viel Muschel hier unten. Hast du Muscheln? Ja, bei mir ist hier ganz viel die Kante. Bei mir gar nicht. Ne, hier gerade die Kante hoch war geil. Ist auch alles voller Fisch auf dem Grund gerade. I'm so ready for the take. Yeah, but I think we do like this. This is just a suggestion. That now when we have fished this on 6 meters, we go to the point where it's 3 meters, so we can do the slope on the side. Yeah. Because I think if we meet an active fish, we're going to take it quite fast. I do one more cast and then we think that could be a good one. So it seems the fish are swimming really hard, so it makes it a bit tougher to follow them. I don't know why, because the previous day they didn't do that. But it's tougher to drop the lure on it. But that's also a good reason to use the 80 grams, otherwise you don't reach the fish. Die sind echt Press am Boden gerade. Now they're coming back. I think they have one spot around the corner. Yeah. Should we go in a little more or do you want to make some casts? Can I take 2 more? So I cover all angles here. There is one. This one is really hard to see on the live scope, but it's a little bit in front of us. And now I'm getting close. We should be able to see the bait now.
Yeah. Miss? Ja, Miss. Kaum Fisch hier. Der Hammer. Fisch. Fisch, gut. Mega. Auf den braunen. Jawohl. Den haben wir. Jawohl, Didi. Jawohl. Der Jawohl, Zander. der Zander ist da. Wir wollten diesen Zander. Guter Biss. Ja. Hat komplett hochgehoben von unten. Schön. Der erste Zander, ganz wichtig eventuell. Ganz wichtiger Fisch. 50,5, 51. Oh, Erleichterung, ein bisschen zumindest. Klein, aber der erste Zander. Bye bye. Da geht er. Gestern hatten wir doch auch nur 51 oder was? Ne? Ja, das war der gleiche Fisch. War der gleiche Fisch. Ja, leider hat der Zander mir beim Biss hier den Köder ein bisschen zerlegt. Aber zum Glück haben wir noch einen dabei. Den Tipp habe ich von Didi bekommen. Ab und zu mögen die Fische es, wenn du einen gefärbten Kopf hinmachst. Vor allem bei so einer natürlichen Farbe ist immer mal ein Versuch wert. Der erste Wertungsfisch für Westin Nace hingegen hat bereits den ersten Stellenwechsel hinter sich. Aus dem Haringvliet geht es ins Hollandsdieb, ganz in die Nähe von CWC. Der Zielfisch bleibt aber der Zander. Jetzt haben wir einen Spotwechsel gemacht, weil am ersten Spot hat in den ersten 20 Minuten nichts gebissen. Wir machen jetzt so ein bisschen Spot-Hopping. 10 Minuten hier, nächster Spot, bis wir endlich unseren Zander haben. Nächster Fisch hat Hecht und dann versuchen wir die Barsche zu fangen. In der Theorie, natürlich geht das alles erst, wenn wir den Zander gefangen haben und es gestaltet sich wie immer für uns nicht ganz einfach. Mal gucken. Wie auch die Tage zuvor setze ich auf einen Predator in 5 Inch, 10,05. Ich hoffe, dieser Köder beschert mir auch heute wieder einen Zander. Die letzten Tage hat es geklappt. Sehr gut, das ist. Check. Geil. Mega. Yes. Erste Zander über 49,5. 50 Zentimeter. Er hat den Venom voll weggesnackt. Auch ein sehr schöner Biss hier. 4,3 Inch. Und da ist er. 50er Zander. Das ist doch ein guter Start. Der darf schnell wieder schwimmen. Ich bin happy. Gut. Yes. Boah, sehr gut. Ja. Also wir können uns ja noch 20 Minuten Zander geben und dann Hecht. Nochmal hier eine Drift, würde ich sagen, eine. Und dann los zu den Barschen, oder? Ja. Ganz wenig Fische. Ganz wenig. Wollen wir einen risky Move machen? Wir haben unseren Zander. Oder sagst du noch, wie lange hier bleiben? Sag. Was meinst du? Bauchgefühl, Didi. Komm, wir hauen ab. Wir haben jetzt hier 20 Minuten geangelt. Ein Fisch, das ist zu wenig. Ja, ein Biss vor allem nur. Ein einziger Biss, noch sonst gar nichts. Machen wir die Power Hour zu Ende? Ja. Wir machen die Power Hour zu Ende und fahren jetzt einmal noch zum Dings darunter, bitte. Okay, komm. Aber ist doch schon mal geil. Der Zander ist sehr gut. Zander war wichtig, ey. Ist halt die Frage, ob so ein 50er Zander ausreicht. Ja, schwierig, schwer zu sagen. Wenn wir Granatenbarsche fangen vielleicht. Genau. Ja, das ist halt das Problem. Die Pelager fangen oft die ganz großen Zander und das machen wir natürlich nicht Pelagen. Aber gucken wir mal. Wir wollen uns nicht beschweren, weiter geht's. Du bist zuversichtlich hier, oder? Willst du trotzdem nicht werfen? Oder Doch. vertikal? Sag du an. Ja, ich würde werfen. Machen 12er Shetties drauf, vielleicht Ins Flache, einen Zander. ne? Ja, vielleicht einen Zander oder einen Hecht erwischen. Ich versuche hier die Zander rauszukitzeln. Ich könnte echt kotzen. Was, fährt er nicht mehr runter, Nee, oder was? fährt nicht mehr runter. Das hatte ich bei meinem ständig. Ja, aber der war das voll bei mir nicht gewohnt. Bei mir funktioniert alles. Kleiner Tipp am Rande. Niemals eure Frau euer Angelboot oder euer Gerät verleihen. Auch für eine Stunde. Ganz großer Mist. Nicht machen. Westin wechselt den Spot und fährt noch weiter Richtung Osten. Obwohl sie bereits einen Zander haben, ist die Stimmung recht angespannt. Bei Quantum bricht trotz eines verpassten Bisses und ausbleibender Punkte bisher keine Panik aus. Es gibt jedoch einen Wechsel am Steuer. Now I'm taking over, so now it's my half an hour, so hopefully I can catch a nice zander.
Big perch. Big perch. Yeah. Net. Really big perch. Yep. Yes, sir. Good job. That's one. Yeah, that's good. I saw the shadows. Cool. Super good job, my friend. It's a 40 fish. Yeah. Well, Stefan is still in for the big pikes, and I saw some really nice shadows. And I was also pike fishing, but I thought, hey, I need to cast for perch. And look at this beauty. It's a 40 fish. Yeah, this is a really nice one. It's 43. Really massive fish, 43 centimeters. Like a really eating machine. And he took the Cranky X, Strike Pro Cranky X. 43 centimeters. We're on fire. Game on. And back she goes. Get your mama. This is the Cranky X. It goes like 3.5, maybe 4 meters. It depends on the line that you fish. You can make really long casts with it. It contains a rattle. In a way, it takes all the fish. I caught pikes, perch, zenders, and especially in water where there's a lot of current, it comes in straight. And you can spin it in as fast as you want, at much current as you want. This is a lure you must have in your tackle box. And now I take another one. Yeah, of course they're cruising around here. Yeah, of course. And when I can take a couple more, yeah, we don't have to go to the river. No, I know. Then we can fish the whole day here. Yeah. Oh no, fuck. Oh, he's still. Really? Oh. Yes! Not a big one, but what was that? Oh, He's still on. oh, that was really strange. It looks like this was the first time that we fished. I don't know, something happened with the slip. It's not a giant, but It's a fish. look. Hairy tail appleseed. 60. Yes, that's Zender. We have to work a little bit harder for it than the previous days, but very happy with this one. Let's put it back. Nun also auch Quantum. Das Finale beginnt sehr ausgeglichen. 4 Fische verteilen sich auf 4 Teams. CWC liegt mit dem 43er Barsch vorne. Quantum mit dem besten von 3 Zandern momentan auf 2. Okay, good job. Yes. Well, that's an important one because otherwise we have to do casting for Zander, and that's more complicated than catch him this way. So this saves us a lot of time, and we can do our plan, go to the Volker Rock soon, and try to catch the pike and the perch over there. So really happy with this one. Ich fisch mal ein bisschen leichter. Bist du Fisch auf dem Lot? Nicht so richtig. Aber ist doch schwer hier zu sehen, das ist Struktur, ne? So. Ich fisch noch einmal ein bisschen leichter und dann würde ich sagen, hauen wir ab, oder? Ja, Oder willst du noch zu deinem ich überlege die Dingspot? ganze Zeit, aber ich wäre fast dafür, dass wir so schnell wie möglich hier abhauen und Ja, hoffen, ich auch, dass uns ja. der Zander nicht das Genick bricht, der Kleine. Ja. Wir bräuchten halt so einen geilen 60er wie du. Ja. Guter Fisch, Didi. Guter Fisch. Was wir haben, haben wir. Echt? Geil. Kümmerst dich drum? Ja, ja, ich mache alles. Wenn ich helfen soll, musst du sagen, ne? Ja, jetzt Zange. Okay. Ich assistiere. Jo! Wie sagst du so schön, Gevatter Esox? Den haben wir schon mal. Den haben wir schon mal. Und da haben wir sogar 81 cm. 81. 81. 81. Ein schöner Fisch. Gut, mach du weiter. Mach du weiter. 81er Esox auf den 12er Blinkperch über die Kante gechickt. Geht zurück.
Hier kommt doch gleich noch ein Zander. Ja. Zander steht jetzt alles voll. Die kommen gucken, aber wollen nicht. Ja, irgendeiner kommt Vielleicht noch. ist dieses Runtergehen von der Kante vielleicht dann der Schlüssel zum Erfolg. Wenn Hechte da sind, ist das Ding eine Waffe. 12er Blinkperch auf Hecht funktioniert echt gut. Hast du eine Feile dabei, Didi? Nicht. Ein guter Zander. Pfeil habe ich dabei. Komm. Yes, Didi! Yes, Didi! Yes! Wow! Was für eine Maschine. Naja, Also ja, für heute ist das ich bin Maschine. super zufrieden mit dem Fisch. Super zufrieden. Wir brauchen nicht suchen, Pfeil habe ich hier. Ja. Zange ist da hinten, einmal rüber. Guckt euch den Zander an. Vom Zanderkönig. Dietmar! Zanderkönig ist wieder was anderes. Nee, du bist der Zanderkönig, Junge. Alles gut. Sieht größer aus, als er ist, aber hat genau Ja, komm. 63. Ne? 62. 63, das ist gut. Ich war für den Kameramann ein bisschen zu flott mit dem Zurücksetzen, hat er mit mir geschimpft. Auf diesem Boot wird nicht gestritten. Herr Papa hat gesagt, alles ist gut. Doppelschlag für Westin. Nach dem 81er Hecht für André kann Dietmar auch noch den gewünschten Ü60er Zander in den Kescher buxieren. Der Ausflug ins östliche Hollandsdiep hat sich gelohnt und die Stimmung an Bord ist gleich etwas besser. Auch bei Quantum ist die Power Hour noch nicht vorbei. Können Gerald und Henry ebenfalls noch einen Fisch beim Pelagen fangen? Really hard to get the lure right in front of the fish. To get it in a strike zone. Yeah. Oh. Good one? Yeah. It seems bigger on the screen than it was, but all the time following in it pays off. Andere angle. Just barely hooked Yeah. on the last treble. Normally, most of the time we use only one treble, but now you want to catch as much as possible, so we use two, and we could have had this one without it. Not a giant, but really nice fish. Good job again. Yes. It's 61. Let's put it back. It was already gone. Second one. So that's good. Now we at least have two fish on the cart before we go to the Volkerak. And maybe another one is coming as well. Good job. Still 6 minutes left. Yeah. And another fish in the screen, so. No. And we use the claw trebles. That has 2 pins, and that fits to your soft bait perfectly. So it will not come off only when you hook a fish. So it's also a good treble to use when you cast in weeds, for example. And this one again on the hairy tail. This is the new Pelagic shad. We have it in 3 different styles: the hairy, the pintail, and the old school V-tail. But this week we almost got everything on this one. Yes, so can I get it? Yes. Thank you. And I heard the bell, so he moved away. It's a pity, but we have 2 senders, so let's go hunt some pike and perch. Du interessierst dich für die gefischten Produkte aus dem YouTube Predator Cup und möchtest sie im Angelladen in die Hand nehmen?
Dann mach dich auf zu deinem YPC Megastore. Im Raum Hannover, direkt an der A2, ist das Kochs Angelwelt. Auf über 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche findest du nicht nur ein Riesenangebot fürs Karpfen, Friedfisch, Forellen und Meeresangeln. Natürlich ist der Großteil der 25.000 Artikel im Laden dem Raubfischangeln gewidmet. Damit du die YPC Erfolgsprodukte besser findest, sind sie mit dem YPC-Logo für dich gekennzeichnet. Wenn du aus der Region kommst, freuen sich Inhaber Jens Koch und sein Team, dich schon bald beraten zu dürfen. Eine Übersicht über alle YPC Megastores findest du im Shopfinder auf lmab.de. Dein Boot. B1 Bootsmanufaktur. Was machen wir? Einen Wurf noch und dann abhauen. Sollen wir die Steine noch einmal anangeln, weil die sind 1 Meter entfernt? Wenn du das möchtest, ich würde sie nicht anfischen. Du kannst dir schon vorstellen, dass bestimmt ein Team einen 70er Zander fängt. Dann haben die schon mal 20 mal 1,3 Punkte mehr. Ich hätte auch gerne einen größeren Zander. Ich habe aber Angst, dass wir zu viel Time wasten. So, Spotwechsel, jetzt geht's auf die Hechte. Das war's für heute mit dem Zanderangeln. Wir hoffen, dass uns der Fisch nicht das Genick bricht, aber gucken wir mal. Erstmal müssen wir Hechte und Barsche kriegen. Quantum und Nace fischen nun beide auf Hecht. Die Niederländer probieren es südlich, die Deutschen nördlich der Brücke. Evert hat das Boot von Nace heute schon mehrfach fahrend gesehen und analysiert das folgendermaßen. I think he struggles to find a fish. You think so? Yeah, when driving up and down, that's not a good sign. When you're driving, you can't fish. Spot number 2, so get the big lures and try to catch a big pike. Yes. André, das war ein ganz kurzes Beißfenster gewesen. Ja, ja. Hecht und der Zander, ganz kurzes Beißfenster. Da haben sie mal kurz gewollt, ne? Jedenfalls bei uns hier. Das bei den anderen, ich weiß ich nicht. Und vorbei. Komm, Powerwise ist vorbei, hat doch 3 schöne Fische gebracht. Davon wäre natürlich auch einer durchs Werfen gefangen worden, der Hecht, aber vertikal. Und das sind 2 Zander, die wir brauchen. 2 Fischarten haben wir. Und jetzt machen wir wieder Boxenstopp und holen uns die Barsche und versuchen natürlich noch einen schönen Upgrade mit einem richtig fetten Hecht. Wir sehen uns. Ja, an unserem sicheren Hechtspot hat jetzt nichts gebissen, leider. Das heißt, wir müssen das auf unserem Barspot noch mal probieren, die Hechte zu beangeln. Weil wir werden das Gewässer jetzt verlassen. Unser primäres Ziel war es, hier den Zander zu fangen, weil den kannst du eigentlich im Moment fast gar nicht da fangen, wo wir jetzt hingehen. Deswegen haben wir das Minimalziel erstmal erreicht. Letzter Wurf danach und dann geht es wieder zu wie bei der Formel 1. Boot ganz schnell raus, fertig machen, ab zum neuen Gewässer, 20 Minuten fahren und weiter angeln. Are you ready, Waxen? Yes. Okay, we move. Where do you want to go? On the other side of the gully? We need to fish everything here, so if we go there, clear. standing there. Yeah, my idea as well. We have a steep drop off here, so we're standing now in like 6-7 meters of water, and then it goes right up, and on top of the shallower part there's a lot of weed and rocks, and on that rocks there grow a specific kind of vegetation that I really like for pike. So, and when you have good vegetation near deep water, then you can expect big pikes. You don't get a lot of bites here, but you can catch a big one. There's Team Nace flying. What are they going to do?
Dustin and Felix will already have the Zenders, like we do. And now move on to the Volkerock, because the perch fishing is very good there at the moment. So, Dustin, schnell Auto holen. Abmarsch. Und dann Abmarsch. Yeah, fish. Good. Oh. It's a small one. This is not 22, right? No. No. Too short. I was so pumped for the strike that it felt like a 50. Nace und Westin wechseln das Gewässer und wählen hierfür den Landweg. Auch Quantum verlässt das Haringvliet, doch Gerald und Henry fahren dafür nicht zur Bootsrampe. We did try the pike spot, but no bites. And now we are moving into the Volkerock. So we take the ship lock. Will cost us half an hour, and then we can start perch fishing. Yes, let's go there. Okay? Yep. Dustin hat die Zander dann auch. Oder den Zander, je nachdem. Ist doch gut. Ja. Fish. Good. It's a big fish. I think pike. Yep. Cool. Oh, big one. Big one. Big one. Big pike on the blade. That's really nice. But it also feels like pretty much like a Zender. Yeah, it does. It does. It fights like a Zender. And if it's a Zender, then it's a huge one. No, it's big it's pike, really meter pike. nice one. Net it, my friend. Yeah, Net it. Here is our meter pike. Yeah. In the pocket! Good job. they are here. Oh. Good job. Good job. Yeah. We insist on the edges all the time. Yeah, but we follow our game plan and it pays off. They are here. Can you believe this? I need to hug you. Okay, we're gonna take care of the fish now. It's not a meter, but I think it's a 90. Yeah, it's a 90. You have it? I have it. Well, it can be a meter. 99. 99. Oh, no. No. It's a meter, exactly. Yeah. Meter. Okay. Woo! Meter fish number 6 during this competition. I think we are the pike masters. I was seeing a lot of nice echoes on the 360. So I was casting with the Astro Vibe Strike Pro. And boom! And he took the blade. Okay. Oh, it was a strong beast, especially on the perch rod. Such a good fight. Help. There she goes. Back in the deep. Catch and release. Hey, good job, my friend. Really good job. That's a good start for a... But we have now the pike and the perch. Yeah. It's our favorite species coming up soon, the Zender. Oh yeah. We are the Zender experts. Unglaublich! Nach dem 43er Marsch kann Evert mit diesem glatten Meter den bereits 6. CWC-Meterhecht des Turniers landen. Für CWC stehen also schon 2 richtig gute Wertungsfische auf dem Board. Doch ganz vorne liegt nach wie vor Westin mit 2 Zandern und einem Hecht. Titelverteidiger Nace ist momentan hinter Quantum auf Platz 4. Okay guys, I was talking about the Astro Vibe. Well, this is the Astro Vibe. It's like a metal blade, as you can see. It's from Strike Pro, of course, and it contains with small metal balls. And it makes like a little sound. Pike, perch, Zender, asp, they just love it. They can't resist it. I'm so a big fan. I fished with the blades for many years. I rode maybe 15 years ago
already for the Dutch magazines an article about it. No matter what, they always catch fish. Important when you take a pike on perch lures, always remove the hooks and change it and make it ready to go again. Because this is like a perch lure, maybe sender, but not really designed for big pikes. So double check it, change hooks and keep on casting. Yeah, we have red light, we have to wait. So guys, we are unlucky. We now trying to find a number and hopefully Henry can convince him that we can go on and that he will open the gate for us to the Perch Valhalla. Goedemorgen, met een visser aan de kant van het Hollands Diep. They said we're only for the commercial ship, and here it's there's no number for this one. There's a ladder, we can go to him. Quantums Gewässerwechsel stellt sich bisher problematisch dar. Bei Westin läuft es glatter. Neben einem Gewässer steht auch ein Bootswechsel an. Voll bepackt geht's jetzt ins andere Boot. We will see. I heard some bells ringing. That means the sluices are going open. Oh, we can actually go in, I think. And now Jill is gone. Okay. I think he saw my face and then he opened the gate. You put some pressure on him. Good job. Okay, I move a little bit, Evert. A little, one more place here. Do it. Yep. I want you to take such a big one that my meter pike will look like a bait fish. When you're fishing spots like this and you catch the fresh, we call it in Holland mussels. I think the English name is clams. But if you catch those, this attracts the small bait fish all the time. And the small bait fish will attract the perch and the pike. So if you get this on your hook, then you know you're on the right spot. Ja, wir sind jetzt hier am neuen Spot, noch nicht auf Barsch, sondern probieren es noch ganz schnell auf Hecht, weil der fehlt jetzt auch in der Wertung und auf dem Weg zum Barschspot war halt eben noch ein Hechtspot. Den angeln wir ganz schnell an, aber wenn da nichts kommt, angeln wir auf Barsch, weil beim Barschangeln kann natürlich auch immer ein Hecht kommen. Trotzdem wollten wir den nicht liegen lassen. Langsam werde ich ein bisschen nervös, muss ich sagen. Nur ein Zander auf dem Board. Ich meine, das hatten wir in der Vorrunde auch. Trotzdem, da muss jetzt was kommen. Für Selbstvertrauen auch einfach. Noch stehen wir nicht allzu gut da, aber es war wichtig, dass wir den Zander abgehakt haben. Und wir haben heute viel früher das Gewässer gewechselt als am Tag zuvor. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir jetzt hier noch irgendwie was reißen. Ja, ihr seht es wahrscheinlich an der Keschergröße. Wir haben heute vor, die letzten Barsche zu fangen. Wir haben insgesamt 3 Fische, 2 Zander und einen schönen Hecht. Und da fehlen uns noch 3 Fische, um die Karte voll zu machen. Natürlich sind das die Barsche logischerweise. Letztens hatten wir ja maximal bis 39 gehabt oder 38. Aber jetzt hoffe ich, dass heute ein paar mit einer 4 davor kommen. Und wenn eine 5 davor kommt, dann sind wir richtig happy. Okay guys. We made a decision that pike fishing for now is over. Our game plan worked. We have our meter pike, that was the plan. Now we're gonna fill the cart with perch. Even though I caught a 43, we need to catch 3 bonus fish. And we do that with the perch. And maybe later on, we have one really good spot for pikes. And try to upgrade it with... We have actually 2. Yeah. So, yeah, but let's hit the road. Stellenwechsel bei allen 4 Teams. CWC fischt nun in der Dortschen Kiel auf Barsch. Quantum hat es in die Schleuse geschafft und wird danach im östlichen Volkerak weiter angeln. Westin ist von der Slippe ins westliche Volkerak gefahren und Nace hat wieder den weiten Weg in den Rhein-Schelde-Kanal gemacht. Während Tim gerade meine GoPro hier hinten fertig gemacht hat, unser Kameramann, hatte ich schon den ersten Kontakt. Ein Fisch ist direkt vor meinen Füßen auf meinen Mace Runner, hat den Mace Runner komplett im Maul gehabt. Ich schlag an, schlag ins Leere und der Fisch dreht ab. Sehr ärgerlich, der wäre wichtig gewesen. Egal, weiter angeln. Hoffentlich kommt gleich einer. Angel weiter. Welche Farbe, Didi?
Fire Tiger. Ja, okay. 37, 36,5. So, Fisch Nummer 4. Der geht zurück. Und tschüss. Du hast mich nicht verlassen, ne? Feines. Und der sieht so, der arme Kerl hat so viel Macken schon. Aber egal. Nur die Harten kommen in den Garten. Zwischen der Brücke holst du jetzt ein. Hoffentlich. Hecht wäre schon wichtig. Ey. Stell mal vor, wir scheitern am Hecht heute. Ist auch mutig hierher zu fahren für Hecht, wenn man das im Nachhinein nochmal betrachtet, aber ist auch okay. Viel mehr als Nummernstop hätten wir eh nicht gewusst auf Hecht. Eben. Let's do some crankbait fishing. A brand new fat minnow, deep diving, 6.5 centimeters. And for the deep diving crankbaits we use a spinning reel. That's better compared to a bait caster because you can cast further out and get the crankbait deeper. But when you use it for more shallow diving crankbaits and close to the shore, we prefer a bait caster. Already a first bite. First fish. Little one, but So, that's a perch. was not 25. Oh, I don't know. We will catch bigger ones. Oh, that will be really bad. Only perch of today. Then we have a new so one. many left. Oh, that's a nice. bigger one. Get the net. Oh, yes. So it's a decent one. Nice fish, Gerald. Good job. Perch 35. It's good that the perches are still here. Oh, It's always a question. yeah. Also another 2 bites. But I will soon switch to one of us Yeah. to a bigger crankbait because we had the pikes here as well yesterday. Another one on the fat minnow deep diving crankbaits. 26. Ich bin da. Ich bin da. Größerer Fisch. Oder ist ein kleiner Hecht. Ich glaube, ein bisschen Barsch. Guter Barsch. Ja, den haben wir gebraucht. Den haben wir gebraucht. Ja, Würde Herbert machen. Und wieder auf den Fire Tiger. Ne? Komm, weiter, zack, zack. Ja. Boah, Didi, das sind die Jungs, die wir suchen. Ja, die kommen noch heute. 45. Ich kann da leider nichts größer oder kleines draus machen. So. Tup. Das ging flott. Ein Fisch noch, dann ist die Karte voll. Aber du musst gucken, dass du wieder etwas tiefer kommst. Ich bin auf 5,1. Ja, das war gerade 6 Meter. Die Fische stehen tiefer als 5,1. Der Wind hat sie nach unten gedrückt, weil der Sauerstoff Kein Problem. Dreh noch mal ist jetzt ein. anders in Bezug auf die Tiefdruckgebiet, was wir hier hatten und die ganzen Algen, die absterben. Da ist dann viel Sauerstoffverbrauch im Mittelwasser und deswegen stehen die Fische weiter unten, weißt du? Er geht wieder nach hinten. Fisch. Guck mal, Hammer. Klein. Ist egal. Trotzdem. Ja, vielleicht ist die Karte voll, darum geht es mir nur, weißt Alles du? gut, alles gut. 23. Ja, sogar 23. Full Card. Dankeschön. Bei Quantum und vor allem bei Westin fruchten die Stellenwechsel sofort. Die Barsche im Volkerak beißen. Westin hat bereits die Full Card und kann sich nun voll aufs Upgraden konzentrieren. Hektik an Bord und ein 23er Barsch tötet eine Rute für 250 €. Okay, okay, kein Problem. Ist ja nicht so, dass wir kein Angelzeug haben. Das ist meine Route. Bei André muss ich immer nach den günstigen Routen gucken, das sind immer meine, seine sind immer die teuren Routen. Und hast du schon einen Becky? Leider nicht. Gleich aber, oder? Hoffentlich. Ich glaube, da vorne kriegen wir noch. Wir könnten noch einen kriegen hier. Wo hat's denn den Biss?
Weiter vorne. Den kriegst du nochmal. Vielleicht brauchen wir Cranks, die tiefer laufen. Aber mit dem großen Spinnerbait hatte ich auch gerade einen Biss. So, Vecchi fischt hinten einen Spinnerbait. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich vorne mal was anderes, dass wir nicht beide das gleiche Ding hintereinander durchziehen. Und habe auf unseren Crank gewechselt in so einem, wir nennen ihn UV-Bomber. Habe ich sehr gut Hecht mitgefangen. Zeige ich euch später nochmal ausführlicher, wenn wir den Stretch hier abgeangelt haben. Hoffentlich geht da was. There's no current. Perfect. It must be really precise on this spot. 1 meter left and right, 0 fish. We have the spot for ourselves, my friend. Okay. Now you're going to see some perch action. Yes, this is a bigger one. Yeah? Yeah. Is it netted? Yeah, I think it's loose. Ah. Almost every cast we have action now. There's another one. A small one. Oh, and off. But we need bigger ones anyway. This is really fun fishing. And there's another one. Goeie. Goeie. Yeah. Oh, that's a nice one. Yes. Oh, that's what we like. It's 42. Yes. One after another. I will put it back. But we are still on the fish, so you can see. It was close to the bottom. I also had a bite. Also a nice one. Oh, that's a good one. Whoa, crazy. Unbelievable. Unbelievable. Yeah. And again, 42. So nice 42 perch. And there she goes. Already 4 perch in 9 minutes. Ja, okay, ich habe wieder einen. Erste Upgrade, 25. But this is really fun. There's another one. Really nice fish. Yeah. Good job again. 37.5. No, 37. Goodbye. So, see if I can cast out for one time. I do the netting and sending it to Tony. And for this fishing we use the Quantum Aquarius spinning reel, because this has a little bit lower gear ratio, and that makes it easier for you to retrieve your crankbait, because it's hard on your rod, and you don't want a high gear ratio spinning reel. It's like going up a mountain with a bike in a high gear ratio. You don't like that. And there's another one. And another one. It's a goeie voor mij, hè? Ja? Ja. Oké. Oh. No. It's false hooked. Yeah, it's not properly hooked. Yes. Ooh, just under the surface he took it. Small one again. Not a giant, but it's fun to catch. Yes. I will take the risk. You will try. Ooh, that's a bigger. Yeah? That's a good one. After net? Yeah. Now it's coming in quite fast. Oh, it's a really nice fish. And again a nice perch. 38. Bye bye.
Willst auch du die unvergleichbaren Emotionen beim Fangen erleben? Ob Expertentipps für Angler oder Angelscheinkurse für die, die es werden wollen? Einfach auf anglerschmiede.de einen Experten- oder Angelscheinkurs buchen und mit dem Gutscheincode YPCBOAT ein Köderpaket im Wert von 80 € sichern. Mit dem Kescher andrehen? Ja, bin da. Mein Köder ist raus. Bin da. Echt? Bringen wir den da rein? Ja. Von hinten. Von hinten. Der muss ein Stück drüber. Wenn du deine Rute weggelegt hättest, wäre es besser. Ja, aber das. Ja. Kescher ist arschklein, ne? Ja, dann nimm den anderen Kescher. Jetzt habe ich ihn da, komm. Oh, André, nimm den anderen Kescher jetzt, bitte. Wenn du die scheiß Rute weggelegt hättest, wäre es kein Problem gewesen. Super. Danke. Entschuldigung für die, alles gut. Für die schnellen Worte, aber ist normal, alles gut. 92? 92? Ja. So, guck. Er will und tschüss. Gutes Upgrade. Das erste richtig gute Upgrade bei Weston. Ein gerade erst gefangener 25er Barsch wird durch einen 92er Hecht ersetzt. Dietmar und André stehen damit bereits bei über 485 Punkten, haben ihr Halbfinalergebnis jetzt bereits um 30 Punkte übertroffen und noch einige Stunden Zeit für weitere Verbesserungen. Nach längerer Zeit meldet sich auch CWC aus der deutschen Kiel mit etwas Action zurück. Good one. I'm here with you, buddy. Easy on. Yeah. Easy. Easy on. I'm here. Step to the left. I need to. Yeah. Easy. Ah, it's not so big. Ah, it doesn't matter. It's a point. Slow drilling because of the current. Take it easy. Nice one, right?
In the net. Not a super big No, one. but hey, It's a fish. it's a fish. And we have one more. Perfect. You do it, measuring. I'll fix it. Good one. Then I will keep on casting now. Okay, not a super big one, but really nice fish, healthy. Okay, measure it. Oi. Yeah, 36. It's the 36 from okay? yesterday. Kiss it. 36. Nice fish, huh? Now we put it back. Okay. Look at this beauty. Bye, bye, bye. Whew. Happy with that one. I think we let it be here because we're gonna have more. I'm pretty sure. We're gonna empty the river. They are here, but it's not boom, boom, boom. Yeah, but I think they patrol. Just now I think it's quite, not so many here. And suddenly they are here again. Yeah. They're going back and forth here, patrolling. Ja, wir sind jetzt am Barspot angekommen. Leider steht der Wind gar nicht gut auf dem Spot. Ich hoffe, dass wir den trotzdem fischen können jetzt. Und dass hier auch die Barsche kommen, weil so langsam brauchen wir ein paar Punkte. So wie es aktuell aussieht, sind wir, glaube ich, Gruppenletzter. Aber jetzt konzentriert Barsche angeln und hoffentlich einen abholen. So I switched to sea rig. This is our 4th Street crawl, and it has a really nice action because it had a little bit swimming tail at the end. That gives a really nice presentation, and we caught several big fish on it this week. So let's see if we can do it again. Goeie vis. Fish? Yes. Big net? Yeah. It's or a really big perch or a pike. Pike? I'm thinking big perch. I don't know. I'll go to the other side. Yeah. Yes, it's a pike. I'm 100% sure. That's good. That's what we need for a full cart. It's a heavy one. There it is. Ooh, that's a good one. Oh, yes! Ooh, that's a big one. A really big pike. That's a big one. Okay. Woo. Okay, get ready. Put it on the measure board. What a job. If you can hold it over there. Yeah. This is, it's 1.17 meters. Yeah. 1.17 meters. Wow, what a fish, what a beautiful fish. Oh. Whoa, what a fish. What a fish. Good job, boy. Whoa. Man. 1.17 meters on a crankbait. Yeah, unbelievable. Ooh, that's a big fish. That's what we need. Yeah. Oh, It's many just points. Really nice fish for the final. Oh. There it goes. Oh. Wow. Da ist der Full-Card-Hecht. Und was für einer! Der längste Fisch des gesamten Turniers bringt Quantum nicht nur auf Platz 1, er macht Henry und Gerald sicherlich auch Hoffnung auf den Titel. Genau solche Fische können am Ende den Unterschied machen. Yes! Yeah, unbelievable. Oh, what a fish. What a fish. What a fish. On a crankbait. Oh, really cool. That's what we like. 117 points. That's Amazing. really good. So let's go for, yeah, I don't know. Big, yeah, let's take a break. Yeah. Let's calculate what we need now. He left us a little gift. Ah, that bastard. You should never caught that one. Shit happens. Now my boat is... Yeah, but luckily it's not my boat, so I don't care.
guter Barsch. Richtig guter Barsch. Oh yes. Yes! Yes, yes, yes! Geil. Genau die brauchen wir das denn. Good job. Good job. Okay. Ich gebe dir den Kescher vor, ich angel weiter, okay? Ja. Geil. Ja. Ich bin happy, dass ich ihn diesmal nicht verloren habe. Im Halbfinale. Ich habe alle Dicken verloren. Jetzt kam der. Das ist schon mal sehr gut. Wichtige Punkte, endlich Punkte. Wir haben lange rumgekrepelt. Da seht ihr die Craw richtig weggefaltet. Erstmal abhaken. Das ist der Köder. Craw. Und das ist ein wunderschöner Barsch. Ich glaube, der ist so 46. Vorne dran. Über 47,5. Bedeutet 48. Wunderschöner Fisch. Also wunderschön vielleicht nicht, aber der macht mich sehr happy jetzt. Den lasse ich wieder frei. Das ist doch das Schönste, wenn sie wegschwimmen. Das stimmt nicht. Das Schönste ist, wenn sie in einen Kescher schwimmen. Aber sehr, sehr geil. Wir haben den ersten Fisch und haben vielleicht nicht mal 10 Minuten hier am Barschspot geangelt. Den reporte ich und dann geht's weiter. Mit diesem Mutmacher für alle Nace-Fans, dem größten Barsch des Finales, verabschieden wir uns aus Folge 20. Die Ausgangslage für die letzte Folge könnte kaum spannender sein, denn alle Teams haben bereits wichtige Fische fangen können und realistische Chancen auf Gold. Team Quantum hat mit 3 guten Barschen, 2 Ü60er Zandern und einem 117 cm langen Hecht sicherlich die besten Karten. Doch auch Westin hat bereits eine starke Fullcard und kann sich aufs Upgraden konzentrieren. CWC hat 3 Fische in guten Größen, ihnen fehlt noch ein Zander. Nace hat diesen bereits, Dustin und Felix brauchen noch einen Hecht, doch da sie gerade die Barsche gefunden haben, werden sie vermutlich erstmal ihre stärkste Karte im bisherigen Turnier, das Barschangeln, ausspielen. Welche Teams sich Gold, Silber und Bronze holen, seht ihr am kommenden Sonntag um 18 Uhr. Bis dann und ciao.